Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial für Puma. In diesem Video möchten wir euch die Browser-Erweiterung Puma Buttons vorstellen und welche Vorteile diese euch bietet. Kurz vorweg, die Browser-Erweiterung steht aktuell leider nur für Google Chrome zur Verfügung. Solltet ihr die Browser-Erweiterung also nutzen wollen, dann müsstet ihr auch Google Chrome verwenden. Es gibt allerdings noch eine Alternative, wie man die Funktion der Browser-Erweiterung auch mit Firefox nutzen kann. Wie genau man das macht, das werde ich euch im Anschluss an die Vorstellung der Browser-Erweiterung für Google Chrome auch noch zeigen. Noch etwas anderes, wir werden jetzt in diesem Video auch nicht zeigen, wie genau man die Browser-Erweiterung zu Google Chrome hinzufügt. Dafür müsst ihr einfach nur in den Web Store gehen und die Browser-Erweiterung hinzufügen. Gebt in der Suche des Chrome Web Stores Puma Buttons ein und ihr werdet die Browser-Erweiterung finden. Wenn ihr die Browser-Erweiterung öffnen möchtet, dann findet ihr sie hier oben und müsst nur noch auf sie draufklicken. Kommen wir nun zur Vorstellung der Browser-Erweiterung. Funktion Nummer 1 der Browser-Erweiterung ist folgende. Wenn wir einmal auf die Browser-Erweiterung klicken, dann sehen wir hier Option 1 mit dem Namen zu Mein Puma navigieren. Was diese Option euch bringt, ist folgendes. Angenommen, ihr seid jetzt auf irgendeiner Website, wie zum Beispiel wir hier gerade auf der Startseite der UB Stuttgart, dann könnt ihr durch diesen einen Klick wieder zu eurer individuellen Seite bei Puma weitergeleitet werden. Die zweite Funktion der Browser-Erweiterung mit dem Namen Bookmark in Puma speichern erlaubt es euch, Lesezeichen in Puma zu speichern. Wie genau das funktioniert, ist auch ganz einfach. Dafür klickt ihr wieder auf die Browser-Erweiterung, wählt dann diese Option hier aus, klickt dann wieder da drauf und wie ihr seht, öffnet sich dann ein neues Fenster mit der URL und dem Titel der jeweiligen Website, die ihr als Lesezeichen speichern wollt. Was ihr dann noch zu tun hättet, wäre euch einen Tag für dieses Lesezeichen zu überlegen. Nehmen wir als Beispiel jetzt einfach mal Tutorial. Speichern das ab. Werden dann wieder zur ursprünglichen Seite weitergeleitet. Wenn wir allerdings auf Puma wieder gehen, dann die Seite aktualisieren, dann seht ihr hier, dass das Lesezeichen in Puma übertragen wurde. Die dritte Funktion der Browser-Erweiterung ist wahrscheinlich sogar deren wichtigste. Ihr habt nämlich mit der Browser-Erweiterung auch die Möglichkeit zu scrapen. Was ein Scraper bzw. das Scraping ist, sei an dieser Stelle ganz kurz erwähnt. Ihr habt mit einem Scraper die Möglichkeit, die Metadaten von einer Publikation, die sich auf einer Website befinden, zu extrahieren und in Puma einzufügen. Als ein solcher Scraper fungiert unter anderem die Browser-Erweiterung. Weitere Informationen zum Thema Scraping bzw. Scrapern findet ihr in einem anderen Video, welches wir zu dieser Thematik auch noch erstellen werden. Für dieses Video reicht es allerdings, euch kurz zu zeigen, wie man mit der Browser-Erweiterung scrapt. Dazu habe ich mir ein Beispiel ausgesucht, welches ihr jetzt sehen könnt, von der Seite sciencedirect.com. Um mit der Browser-Erweiterung zu scrapen, klicken wir wieder auf die Browser-Erweiterung und dann wählen wir diese Funktion hier aus. Klicken dann drauf und wie ihr seht, haben sich jetzt die Metadaten von der vorherigen Website in Puma übertragen. Was wir jetzt noch zu tun haben, ist hier einen Tag einzutragen. Nehmen wir als Beispiel einfach den Tag Tutorial, speichern das ab, werden dann wieder zur vorherigen Seite zurückgeleitet. Was allerdings dann passiert, wenn wir Puma aktualisieren, ist, dass ihr jetzt hier sehen könnt, dass unser Eintrag in Puma gespeichert worden ist. Die vierte und letzte Funktion der Browser-Erweiterung findet ihr, indem ihr wieder auf das Icon für die Browser-Erweiterung klickt und dann hier unten auf das entsprechende Icon für die vierte Funktion klickt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, noch ein paar Optionen vorzunehmen. Ihr könnt unter anderem einstellen, ob ihr für jede Aktion ein neues Tab öffnen möchtet oder ob die voreingestellte Sichtbarkeit eurer Posts auf öffentlich oder privat eingestellt sein soll. Zu guter Letzt kommen wir zur Option für alle Firefox-Nutzer, die die Funktion der Browser-Erweiterung ebenfalls nutzen möchten. Ihr habt folgende Möglichkeit, wenn ihr von der Puma Startseite aus nach unten scrollt, dann seht ihr hier unten den Punkt Was ist Puma und den dazugehörigen Unterpunkt Browser Buttons und auf genau den klicken wir jetzt.
Wenn wir hier dann noch ein klein bisschen runter scrollen, dann sehen wir hier die Funktion Bookmarklet Buttons für Ihre Lesezeichenleiste. Darunter seht ihr fast alle Funktionen, die auch die Google Chrome Browser-Erweiterung euch bieten würde, mit Ausnahme der Optionen, die ihr in der Browser-Erweiterung noch vornehmen könntet. Was ihr jetzt machen könnt, ist, dass ihr die für euch relevante Funktion ganz einfach in eure Lesezeichenleiste hinzufügen könnt. Wie das geht, ist auch ziemlich einfach. Nehmen wir als Beispiel an, ihr möchtet die Funktion Publikation eintragen in eurer Lesezeichenliste haben. Dann müsst ihr einfach mit dem Cursor darüber fahren, einmal klicken und gedrückt halten und es einfach nach oben in eure Lesezeichenleiste einfügen. Und schon habt ihr die jeweilige Funktion in eurer Lesezeichenleiste. Da die Booklets Lesezeichenfunktionen genauso funktionieren wie diejenigen der Google Chrome Browser Erweiterung, werden wir deren Funktionsweise in diesem Video nicht noch einmal gesondert vorstellen. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch gerne an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse wenden oder in den Kommentaren bei YouTube eure Fragen posten. Und wir werden uns so schnell wie möglich um eure Anliegen kümmern. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial.